soll ja wieder von dieser RPG-Schiene weggehen. Everyone, and thank you for joining us for this edition of Ubisoft Forward. I would like to congratulate all Ubisoft teams around the world for their tremendous work bringing these incredible games to life. And to all the players watching us, thank you for the passion you have for our game. Weg vom RPG Memorable and und weg von den riesigen Welten. every day. Speaking of passion for games, we are celebrating 50. Ey, Origins war ganz geil, aber das habe ich auch nicht durchgespielt. Weil zu fucking riesig. Ezio, Arnaud, Bayek, Cassandra, Eivor, many of you have lived memorable moments with these characters. Making it Ich habe mir mal für 5 Euro im PlayStation Network noch Odyssey gekauft. Das habe ich aber nach einer Stunde ausgemacht und ich war immer noch im Tutorial-Gebiet. Und ich hatte keinen Bock mehr. With your support, Assassin's Creed went beyond a collection of games. It helped shape the face of the video game industry and became an inspiration for players and developers around the world. Ja, und dann habt ihr nur noch die gleiche Scheiße gemacht. Mit allem, was ihr besessen habt. Wundert mich nicht, dass das nächste Just Dance auch ein Open-World-RPG ist. Wo du durchs Tanzen Experience Points kriegst. Und dann später Breakdancen freischaltest als Skill. Ich musste mal kurz raus, Entschuldigung. Ezio's Family immer noch bestes Assassin's Creed Team. Are you ready for this? Of course you are. Come on. Das sah so weird aus. Don't let a fancy suit impress you. Don't let 1,000 fancy suits impress you. Be the thorn in history's side. Choose the greatest enemies. The captain. Sorry, mate. The emperor. The boss's boss. Requiescat in pace. And make even greater friends. Decent work, Leonardo. Diesen. Okay, das war kurz witzig. Start a revolution. Ich glaube, das wird dieses neue Assassin's Creed Dingsbums. Ich weiß nicht mehr, wie das heißt. Die hatten da mal was relativ Großes. Too far. Ey, dieses DJI mit dem Runterspringen sieht so scheiße aus. Face the invisible. The impossible. The unspeakable. Welcome to the greatest playground. History. Das war einfach nur Werbung für Ubisoft Plus. And welcome along to the Okay. Assassin's Creed Showcase. It is time to leap into history. I'm Danny Wallace here in our top secret hideout where I'll be bringing you some sneak peeks. Ja, die sind doch sowieso alle miteinander irgendwie verwoben. Ich blick's auch nicht mehr durch. Assassin's Creed. You will not want to miss this. Today I am joined by a true expert, Assassin's Creed's senior community developer, Ubisoft's own Alice Terrett. Welcome to the show. Alice, can you believe it's been 15 years? Thank you so much, Danny. I cannot believe it's been 15 years. It's a series very close to my heart because I'm Ich war 15, als der erste Assassin's Creed Teil rauskam. back in Assassin's Creed 2. Now, Sean sounds exactly like me, which may give you a clue as to the limits of my acting range. This year, we are celebrating 15 years since the release of the first Assassin's Creed. Vor 15 Jahren scheinbar. Community that started back on the rooftops of the Holy Land. It has taken us to the Italian Renaissance, into the center of revolutionary wars, to ancient worlds. Oh, Assassin's Creed 2 war halt einfach der geilste Teil, fand ich. Da kommt nichts dran vorbei. Allowing you to leap into history and relive pivotal moments from our past. It's been a phenomenal 15 years, and we are so glad that you came along for the ride. For the 15-year anniversary of Assassin's Creed, we want to truly celebrate with you, our community. We know that you've been dying to find out what's next for Assassin's Creed, and so... Just on that point, it does sound a lot like you're about to announce a new game or something. And I am about to announce a new game. I just thought it'd be Das nice. sowieso schon geleakt ist. Anyways, it's time to discover what we've been crafting in the Das shadows. spielt in Persien. I have. Roll the trailer. Nee, Bagdad. Entschuldigung, das spielt in Bagdad.
Und spielt noch vor dem ersten Teil. Das ist doch schon geleakt. Und soll wieder mehr in Richtung Assassin's Creed 2 gehen. Und wenn das stimmt, habe ich vielleicht wieder sogar Bock drauf. Also noch in der Zeit vor Altair und so. Ready to sacrifice everything you held close. I am. Are you ready to leave your life behind and walk the path of shadows? I am. Then out of the dark, you will come into the light. Boah, wenn ich so wieder die weißen Gewänder sehe von den Assassinen aus dem ersten und zweiten Teil so, da kriege ich ja fast schon ein bisschen Gänsehaut. And from the light, you will return to the dark. So schneidest du dir gerade alle Finger ab, Kollege. Ich glaube, er hat dir gerade alle Finger abgeschnitten. Never forget the tenets you have sworn to uphold. Ja, das stimmt halt. Stay your blood Also stimmt halt auch. flesh of the innocent. Hide in plain sight. Aber man ist wenigstens wieder wohl bei der Assassinenorder drin Never compromise the und räumt die Ungerechtigkeit auf. So wie im ersten Teil in der Hinsicht. Und ich finde, der erste Teil war ja nicht schlecht. War ja doch schon ein bisschen. So zurückblickend. Aber das Worldbuilding im ersten Teil war halt mega nice. Ja, was war das denn jetzt bitte? Also die Städte im ersten Assassin's Creed, die sehen heute immer noch hammergeil aus. Von der Architektur und sowas. From this day forward, you are a hidden one. Ich hoffe, die zeigen auch noch Gameplay. Mirage. Ja, die gute Feder mit Bluttränken. Oh nein. Well, will you Oh look, nein, was war das jetzt am Schluss? Jetzt habe ich wieder Angst. everybody? And here to tell us more, it is Ubisoft Bordeaux's Jetzt narrator, habe ich wieder Angst. Sarah Beaulieu. Thank you so much for coming. Thank you for having me. Sarah, we just had a little glimpse of Mirage. What can you tell us about this latest and very special Assassin's Creed adventure? Well, indeed, it is special. We go back to the roots of the series. It's been 15 years, as you know, and we wanted to go back to the action-adventure game that you know, narrative-driven game. We've been focusing on stealth, parkour, and of course, assassinations. Das klingt schon mal gut. Valhalla recently, and from watching that trailer, Das klingt schon mal gut. Basim? Yes, you're right. It's Basim. It's 20 years before Valhalla, so it's a young Basim that is going to be coming from a street thief to a master assassin. Oh, fantastic. And so where does his kind of adventure begin? Well, it begins in Baghdad. It's the beautiful, magnificent, vibrant city of Baghdad that you're going to roam through the game. And it's a very dense city where you're going to meet a lot of different people. That's amazing. I know our community is going to be very excited to explore Baghdad. So Sarah, what can you tell us that makes Mirage special to you specifically? Well, to me, obviously, it's all about the story. So as you saw, we have a couple of charismatic characters.
starting from Basim. So Basim is our lead character. We do have Russian that you spotted in the trailer. She's Basim's mentor. We also have a lot of historical characters, like in every Assassin's Creed, so political leaders, for example, but not. Ich hoffe, die zeigen auch noch Gameplay. Und vielleicht auch so ein... Interesting characters in there. Dass sie von dem RPG weggehen, glaube ich erst, wenn sie Gameplay zeigen und Have you got any more? ein Pausemenü zeigen oder sowas. You recognize the voice from the trailer? I did, actually. Sage ich jetzt mal. Can I reveal it? Can I reveal the exclusive? Yeah, if you know. It was the Emmy-winning actress, wasn't it? Shorey Agdashlu. It was. It was. Yeah, you got it right. Good. Yeah, we're thrilled to have her in the cast. She's going to be Kenn ich nicht. portraying Russian. So she's going to be the voice of Basim's mentor that you saw in the trailer, actually. And the whole team is very, very glad to have her on board. She is fantastic. Yeah, Such a she is. recognizable voice, which is why I recognized it, of course. Well, and we were lucky enough to catch up with Shori earlier, and she had this very special message. Hello, everyone. I am Shorey Agdashlu, and I'm thrilled to announce that I will be voicing Roshan, Wie viel Zigaretten raucht die am Tag? Assassin's Creed Mirage. When Ubisoft approached me to voice this character, I was immediately seduced by Wie viel raucht die Frau? and her backstory. She's a true warrior who fights for justice and protects her fellow hidden ones at all costs. She is loyal and honest, but keep her former self behind a shroud of mystery. And of course, the fact that she is a mature woman from Persian or Entweder das oder die ist neben, die brüllt jeden Tag die Nachbarschaft zu. playing such a character is a unique opportunity that I could not miss. I hope you will love her as much as I do. It's a real pleasure for me to collaborate with the Assassin's Creed brand and play one of the main characters in such an anticipated new game. I am wishing you all a happy AC 15th anniversary. Thank you all. Yours, Ey, nichts gegen die Frau. Ja, Shorey. wenn sie einen guten Job macht. Nice. Aber What a nice message. What a ich hoffe, die deutsche Synchro werden die nicht verkacken. thrilled to be Weil wenn ich spiele, dann werde ich es definitiv wohl auf Deutsch spielen. Und to the die Assassin's Stimme ist einer der So Gründe. finally, obviously the question everyone wants to know, when can we get our hands on Mirage? Assassin's Creed Mirage is going to be available in 2023. And if you pre-order now, you also get the exclusive 40 Thieves side quest. But it's not all. We also have a collector's case available for pre-order as well. It includes a figurine of Noch Batman nicht mal ein Release-Datum. that you will Noch love. nicht mal Gameplay gezeigt und die wollen, dass du denen schon das Geld Thank hinwirfst. you very much. Yes, it looks fantastic. Right. We'll be dropping more exclusive news from the world of Assassin's Creed very shortly. But first, we wanted to celebrate the last 15 years of Assassin's Creed with you. Let's remind ourselves of some of the highlights and, of course, the impact of this groundbreaking series. Out of the dark, you come into the light. From the light, you will return to the dark. Are you prepared to travel the Eagle's path? Welcome aboard. It's prizes, plunder, and adventure ahead. We are all different, but our creed will unify us. Do you regret your decision to live as an assassin for so long? I do not remember making that decision. This life, it chose me. What is a man but the sum of his memories? We are the stories we live Habe ich schon mal die Geschichte erzählt, dass ourselves. der Kanal, den Marker von dich ja mal geführt hat, eine Zeit lang OGM auf YouTube, Online Game Masters, Headlong into folly on the orders dass Ubisoft mal ein Video von uns gestrikt hatte. according to our own collective man. Das war damals, als Assassin's Creed From darkness we have 3 angekündigt wurde, shall stay. wo es dann halt nach Amerika ging. Und Marker und ich, wir hatten dann ein Video gemacht, wo wir über den neuen Assassin's Creed Teil geplaudert hatten.
Und in welche Richtung Assassin's Creed vielleicht noch gehen könnte. Und dabei haben wir dann einfach mal so just for fun so dumme Ideen in den Raum geworfen wie Assassin's Creed während dem Fall der Berliner Mauer und sowas. Dass man eigentlich selber die Berliner Mauer zum Stürzen bringt oder so ein Scheiß. Das fand Ubisoft nicht so lustig. Und hat unser Video gesperrt. Aber die hätten das dann nach einer Woche oder so haben die es wieder freigegeben, weil wir Einspruch eingelegt hatten. Well, Danny, to continue the celebrations, we also have a new documentary out today, which gives a behind the scenes look at the last 15 years of Assassin's Creed. Als ich das Video mal wieder vor ein paar Monaten geguckt hatte, fand ich es verblüffend, wie on point wir teilweise mit Vermutungen gewesen sind, in welche Richtung Assassin's Creed noch so gehen könnte. Jetzt nicht wirklich so krass viele Dinge, die wir gewusst haben, aber schon so ein paar einzelne Dinge. Pour moi, dans l'univers du jeu vidéo, Assassin's Creed reste une licence extrêmement importante. Assassin's Creed, especially in those early days, showing people what could be done in this kind of broad, open space. Just like climbing up things and just looking at this world and being like, oh wow, I've never done this in a video game before. We're always looking for the next Assassin's Creed, no matter which one is your favorite. You'll always be tied to it because of just how connected they've kept you in from the beginning. Nein. It's not just a game, it has a philosophy behind it. It's a universe. It's not just a single setting in a single time, but it's different settings at different times. It's like a narrative universe that comes to life. Looks worth a watch to me. Where can we see it? Is it somewhere on the internet? Yes, it will be on the internet. You can catch it on the Ubisoft. Den Typen rechts, den mag ich. Der ist mir irgendwie sympathisch. No. So, back to business, and I've just finished the Dawn of Ragnarok expansion for Assassin's Creed Valhalla. I had a great time, but I would like some more. Yeah, that's one of our most ambitious expansions to date. But Danny, if you want more, I've got great news, as we have more content coming to Assassin's Creed Valhalla. Hello, everyone. I'm Gareth Glover, Game Director on Assassin's Creed Valhalla's post-launch. Since launch, we've continued to create new and exciting content for our community to enjoy. We've already released new game modes and activities into the world of Valhalla, such as River Raids, Tombs of the Fallen, Mastery Challenges, and more recently, the roguelite Forgotten Saga. Today, I'm excited to announce that in a few months' time, we will also be launching the last chapter. So let's take an exclusive first look. Ist halt kein God of War Ragnarök, ne? An uproar of memories stretching far into the past. I have done all I can for my people. It is time to say goodbye. And set forth for distant shores and new adventures. Warum flüstert die? Fascinating. Eivor grapples with Odin's memories in a way unfamiliar to me. Where will this new conflict take you, I wonder? The last chapter is a free quest arc, which nicely ties up some of the storylines established throughout the game. We'll see Eivor reunite with some key characters, including some influential historical ones. We can't wait for you to experience it. Back to you, Danny and Alice. Danny, are you ready for some more exclusives? No, I'm not. No, I'm a little overwhelmed already, but please go on. Okay, well, our next guest can do just that. He's no stranger to the Assassin's Creed family, with a list of credits including creative director of Assassin's Creed Syndicate and producer of Assassin's Creed Odyssey. I'm of course talking about Marc Alexis Cote. Mac,
Thanks. Finde ich nicht gerade die besten Spiele, ehrlich gesagt. It's great to be here, and I love what you've done with the place. Thank you. So let's start with our community. Can you tell us what makes Assassin's Creed so beloved by our global community? Well, at Ubisoft, our mission as a company, as expressed by Eve, is to enrich the lives of players. On Assassin's Creed, we have a very clear take on that mission. We want history to be everybody's playground as we immerse players into the richness of our shared past. What makes AC different, though, is this kind of unique mix Animal Crossing, hat er gerade Animal Crossing gesagt? and contemporary codes like the Animus. And when you put all that together, it gives you the chance to War ein schlechter Witz, ich embody weiß. characters to live powerful fantasies, all the while immersed in intriguing historical settings. It's amazing. So how will Assassin's Creed evolve in the coming years? Well, we're going to double down on Das sind, our passion ich will ja jetzt nicht unbedingt die Keule schwingen, aber for the past with wie wär's mal mit einem richtig nicen, weiblichen Badass-Charakter in Assassin's Creed? Und komm jetzt nicht mit, das kannst du doch in Odyssey und in Valhalla auswählen, ob männlich oder weiblich. believe that history can help us better understand the world that we live in, as so many elements from the past still resonate with our present. But don't worry, we're Hier, wie hieß sie? grand War das Syndicate oder so? Das in England? and players alike can feel Zur viktorianischen Zeit oder so? Hier diese, can bring. Evie Fry oder sowas? So ein Charakter mal wieder? Playground. What an incredible thing to be able to Die man dann aber auch das komplette Spiel in überspielt? this way. But what does this mean for fans going Hätte forward? ich Bock. Well, we want our passion for history to fuel the expansion of the franchise into new territories. So I'm very happy to announce today our very first open world Assassin's Creed game for mobile. It will feature Oh, Mann. iconic Assassin's Creed gameplay, but optimized for an experience on touch controls. And I just can't wait to tell you more about the story and the setting. Let's take a look at the trailer. Oh nein, das Japan, China Assassin's Creed, über das gemunkelt wurde, ist im Mobile-Spiel. Ich hatte Hoffnung, das wird ein richtiges Assassin's Creed und ist nicht sowas. Es ist halt leider ein geiles Setting, das jetzt für Mobile verwurstet wird. Da bin ich jetzt wirklich ein bisschen traurig drüber. Außerdem sah der Assassine ziemlich westlich aus. That, a brand new Assassin's Creed game set in China. It looks amazing. Matt, can you tell us a little bit more about the features? Well, for the first time in our open world games, you can Ich glaube, ich würde es halt wirklich kaufen, you'll get the chance to do things like parkour atop the weil China, sneak through bustling cities. ich hab Bock auf so antikes Japan-China-Setting. Vielleicht sowas zu der Zeit von den 3 Königreichen oder wieder. Nee, wie viele Königreiche waren das hier damals? Nee, wir schon, was ich meine. Development, and the community would like to know more. What else? Und Assassin's Creed in dem Setting wäre doch mega nice. But I can confirm that we are co-developing the Netflix series with Ubisoft Film and Television, Netflix obviously, and an insanely talented showrunner, Jeb Stewart. It's going to be an epic, genre-bending, a live-action adaptation of our video game. Ich habe immer das Gefühl, Ubisoft, Only thing we have in development. die haben eigentlich immer so die richtigen Ideen, New mobile game in development aber treffen dann, platform. so finde ich zumindest, die falschen Entscheidungen. And just out of interest, there's no reason for me to ask this. This is Die just richtigen Ideen sind da. probably want to know who's Aber die Entscheidungen, die darauf dann bauen oder kommen, die machen es wieder kaputt, tweeting in about that. Well, we'll put this finde on ich. screen. I'll talk to you after about that. In the meantime, let's take a look at the wider world of Und Mobile Games bin ich halt gar nicht drin. Ich weiß nicht, wie sich sowas überhaupt spielt. Okay, Symphonic Orchester finde ich nice.
Wer ist das? Kenn ich nicht. Was ist das? Echoes of History. Was ist Magus Conspiracy? Ein Webcomic. Gibt's auch noch. Well, the wider world of Assassin's Creed there. And look, we've had a lot of surprises today. I think that's fair to say. Ja, das sowas Beschissenes, glaube ich. Mac, I think you might have saved the biggest one for last. Well, Danny, that's right. Believe it or not, I've got more things to show to you. So, how about we take a leap of faith into the future together? Let's take a look. Oh, und bitte machen Sie auch in zukünftigen Assassin's Creed endlich mal diese Animo-Scheiße weg. Wir sind immer rausgerissen, auf einmal in diese Gegenwart. Okay, ist das richtige Assassin's Creed? Ghost of Tsushima 2. Well, I think that's what you call big news, isn't it? I mean, there's a Da hätte ich Bock drauf. From your point of view. Wenn es kein fucking RPG ist, habe ich Bock da drauf. So, Mac, tell us more. Well, und kein Mobile-Spiel. Red, our next premium flagship title and the future of our open world RPG games on Assassin's Creed. It is being developed by Ubisoft Quebec, the studio behind Assassin's Creed Odyssey, under the creative direction of Jonathan Dumont. It will let players explore one of their most awaited settings ever on the franchise. Das hatten wir schon in Ghost of Tsushima gekriegt. Ihr macht gerade wirklich Ghost of Tsushima. Genau das sagt ihr nämlich gerade. Been waiting for this for a long time, haven't they? Yes, they have. Well, they certainly have, and now you brought it to them. It's amazing. Which is good, and you're slightly cruel in that you're teasing me with it. I very much want that. Ja, das letzte Mal, die Animus-Geschichte, die ich halt nice fand, war halt das mit Desmond, ne? Das war Assassin's Creed 2, Brotherhood und Revelations. Aber danach fand ich es halt immer so meh. Assassin's Creed, who's been hard at work on a new flagship title as well. It is being led by creative director Clint Hawking and is a very different type of Assassin's Creed game. And I believe you may have brought us something that we can watch now. Yes, here it is. Ach, wieder, geile Idee. Falsche Umsetzung. Kein RPG. So ein RPG haben wir halt schon mit Ghost of Tsushima. Und ich wette, das kommt halt auch noch auf PC raus. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Boah, Blair Witch Project, Assassin's Creed Blair Witch Project. Codename Hexe. Sag ich ja, Assassin's Creed Blair Witch. What the fuck, ey? Well, the surprises just keep on coming. What can you tell us about this project? Well, this is codename Hexe, and I can't wait for our fans to tear apart that trailer and find out all its secrets. Yeah, absolutely, and work out the code name. You guys have always got code names for stuff. There was it a year ago? There was codename Infinity. Where are you with that? Well, that's a great question, Danny, and I'm happy to give you a little bit more about Project Infinity today. Infinity is not a game per se. It's going to be the single entry point for our fans into the Assassin's Creed franchise into the future. Und das Infinity-Ding ist das... Explore their very own animus, kind of like a time machine. Exactly, Alice. Infinity is going to be a hub that will unite all our different experiences and our players together. Assassin's Creed Infinity ist ein Assassin's Creed Launcher. Woo! That begs the question, if you're connecting players... Das klingt halt einfach wie ein Launcher. A lot of people will be thinking... Für Assassin's Creed Spiele. Well, Danny, it seems we can't hide anything from you. You can't. So we're actually investigating how we will bring back standalone multiplayer experiences into the Assassin's Creed universe, all connected to the Infinity Hub. Well, it sounds... Assassin's Creed Battle Royale. At some point, because you've all been very, very busy. Assassin's Creed Infinity ist Assassin's Creed Battle Royale. Elements there, and I'm sure everyone at home can't wait to get involved. Thank you for... Ich muss sagen, der Multiplayer von Assassin's Creed Brotherhood, den fand ich ganz nice, wirklich. It's been a pleasure to be here and to be fun. Den habe ich gerne gespielt. All these great things that we have coming for our fans. Aber das war's auch schon. So, to sum up, there are a lot of exciting things to look forward to. Let's remind ourselves of everything you can expect from now onwards.
This year, we will see the release of the last chapter to Eivor's story in Assassin's Creed Valhalla. Then in 2023, we'll see the release of the next big title, Assassin's Creed Mirage, set in Baghdad and following the story of Basim from street thief to master assassin. Then it's time for the long-awaited setting of feudal Japan with Assassin's Creed Codename Red. And as Mac announced, there will also be a very different type of experience with Assassin's Creed Codename Hexe. And in the coming Oder die machen einfach die Pokémon-Nummer. Das ist Edition Rot und Edition Hexe. Und du kannst nicht alle Ziele in Rot töten, weil da musst du die Ziele mit anderen Leuten, die Hexe haben, tauschen. Assassin's Creed Codename Jade. And of course, the Oh, bitte nicht. Wobei, das wäre irgendwie witzig. Da würde ich drüber lachen. Und dann weinen. Aber dann doch wieder lachen und wieder weinen. Very special Assassin's Creed Anniversary Showcase. Now, before I get too comfortable in our hideout and end up slipping into my Ezio cosplay as normal, I just want to thank everyone for joining us today and making this first ever showcase so special. Plus, of course, a big thank you to our guests. And I shouldn't do this, Alice, but you know, in the spirit of wrapping up, what's the one thing you're most looking forward to? That's a very tricky question. It is. We've seen so many amazing things. I'm going to pick a few. Okay. I would choose Mirage, the Netflix series, and also Feudal Japan. Is that okay? That's fine. Great. And for all Wie Ghost of Tsushima, Frau. you can pre-order Mirage now. In the meantime, you can jump back Ich into spüre oder nichts, wo ich kein Gameplay vorher gesehen habe. Which is exactly, Alice, Was what I'm going niemand to do while we jemals tun sollte. to Ubisoft Forward. We will see you next time. Bye-bye. Goodbye. Ja. Neil, that was one hell of a show. You can say that again. That was one hell of a show. Well, that does it for this edition of Ubisoft Forward. We hope you enjoyed it. Yusuf, what are you looking forward to play? You know, we covered so many great games. Um es halt in einem Wort zusammenzufassen. War wohl nix. Das war wohl leider nicht wirklich. Also, ich bin auf jeden Fall interessiert an Mirage. Das klingt echt gut. Wieder so die alte Formel. Ja, ich weiß, was du meinst. Der Song gerade eben. Ja, das heißt Song. Weil halt noch da eingestellt war. Codename Red. Ja, ich habe vielleicht ein bisschen gehofft, dass sie auch was zum Splinter Cell Remake sagen oder so. Aber nee, und es war sehr mobile dominiert. Codename Red. Ich hatte erst richtig Bock drauf. Und dann haben die aber die 3 Buchstaben gesagt, wo ich mir denke, nee. Und das ist halt RPG. Ich dachte, die gehen zurück zu klassischem Assassin's Creed Formel, mehr oder weniger. So mehr Adventure und so was und weniger oder kein RPG. So ein Singleplayer-Action-Adventure, wie halt die vorherigen Teile überwiegend, die älteren Teile. Und dann ist auf einmal das Japan-Ding wieder ein RPG. Da haben sie gesehen, Ghost of Tsushima läuft fucking gut und ist fucking erfolgreich. Jetzt machen wir es halt doch mal. Aber ich sag's euch, bevor Assassin's Creed Codename Red rauskommt, ist Ghost of Tsushima schon auf dem PC verfügbar. Werfe ich jetzt einfach mal so in den Raum. Oder es ist zumindest angekündigt, dass es für den PC kommen wird. Sagen wir es mal so. Oder nee, warte. Nächstes Jahr kommt Assassin's Creed Mirage raus. Dann vielleicht das Jahr darauf. Also Ghost of Tsushima hat 2 Jahre Zeit, für PC zu kommen. Woran arbeiten die eigentlich? Sucker Punch war's, ne? Working on New Open World Game. Achso, ja, waren die Gerüchte für Ghost of Tsushima 2, ne?
Naja. Ich glaube... Ich vermute mal... Ja, ich glaube nicht, dass ich die Ubisoft-Geschichte auf YouTube rüber exportieren werde. Dafür war das halt... War da zu wenig gewesen für mich. Und ich war zu sehr gelangweilt von dem Ganzen. Und da war nicht wirklich was Interessantes dabei. Also das wird nicht auf YouTube landen. Glaube ich. Das Assassin's Creed Ding werde ich vielleicht rüberballern. Aber das war's auch schon. Haben wir denn noch irgendwas Raid-mäßiges zur Verfügung? Nö. Haben wir nicht. Du hast einen Job verdient, hol ihn dir. Nein. Ich weigere mich. Noch eine kurze Information am Rande. Das geplante Total War Warhammer 3 Stream-Projekt. Wird möglicherweise im Koop stattfinden, also im Multiplayer. Dass ich da jemanden mit dazu hole, der mitspielt. Und wir dann halt im Koop mehr oder weniger spielen. Das könnte dementsprechend aber auch heißen, dass, je nachdem, was wir, also, ne, je nachdem, was der Kollege dann für eine Fraktion spielt, dass das, was das Rat entschieden hat mit Kislev, dass das dann wohl nicht kommen könnte. Wenn er zum Beispiel irgendeine Chaos-Fraktion spielt, werde ich natürlich gucken, das Gleiche zu machen, wegen der Korruption und so weiter und so fort, weil sonst kann man nicht wirklich zusammenspielen. Aber da gucken wir mal, wie das so ausschaut. Der nächste Stream, den würde ich auf Dienstag setzen. Also morgen und am Montag wohl kein Stream, sondern erst ab Dienstag wieder. Und ich glaube, da werde ich halt einfach mit Pathologic weitermachen, weil das ist so ein faszinierendes Spiel und ich liebe es bisher total, bis auf die eine scheiß Nebenmission, die wir heute gemacht haben, mit den scheiß Messern und der Pistole, und das war einfach absolut schrecklich. Aber abgesehen davon einfach ein unfassbar hammergeiles Game. Da ich niemanden habe zum Raiden, tue ich das auch einfach nicht. Also verabschiede ich mich und entlasse euch in den Abend. Und wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Am Dienstag. Wenn es aller Wahrscheinlichkeit nach mit Pathologic weitergeht. Naja, hintergehen nicht direkt. Es war ja da eher die Rede von Solo-Player. Wenn es halt bei Solo-Player bleibt, dann werde ich natürlich Kislev spielen, wie das Rat entschieden hat. Aber ansonsten, wenn Multiplayer ist, je nachdem, wenn er halt irgendeine Chaos-Fraktion spielt oder Vampire oder Skaven, wo man nicht wirklich mit zusammenspielen kann, dann werde ich halt auch was anderes spielen müssen. Aber wenn ihr halt was anderes spielt, wo es halt nicht so der Fall ist, wo alles cool ist und so, dann werde ich auch Kislev spielen. Kommt halt ein bisschen dann darauf an. Nun denn, ich verabschiede mich und freue mich und bedanke mich, dass ihr mit mir durch diese langweilige Ubisoft-Präsentation gegangen seid. Und wünsche euch noch einen wunderschönen restlichen Abend, Samstagabend. Habt noch ein schönes Wochenende. Bleibt gesund, passt auf euch auf und habt einen schönen Start dann in die Woche. Am Montag, ne? Ich bin raus. Haut rein. Und, ja. Bis dann. Ja, nie wieder. Ich glaube, beim nächsten Mal setzen wir Ubisoft einfach raus. Dann sagen wir, nö, gucken wir nicht. Naja, gut. Ich bin raus. Mach's gut. Ciao.